For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen heute, zwei hübsche kleine Pantherschildkröten, Stygmochelis pardalis heißen die jetzt. Ja, ne? Früher war es mal Geochelon, jetzt heißen sie Stygmochelis pardalis, Pantherschildkröten aus Afrika. Warum ich sie euch zeige? Also das ist ein Baby von diesem Jahr in meiner rechten Hand. Das hier ist ein einjähriges Tier. Also vor allem, wenn man sich dieses Baby anguckt, diese Zeichnung, diese Farbe, also ich finde die wunderhübsch. Also ich glaube, es gibt kaum eine Landschildkröte, die als Baby so hübsch ist und so eine tolle Zeichnung hat, ne, mit diesen cremefarbenen Schildern und dann diese Zeichnungen da drin, ne, so schlüssellochförmig in der Regel oder sowas. Also ich finde die absolut wunderhübsch als Baby. Wenn sie ein bisschen älter werden, also nach wie vor natürlich sehr hübsche Tiere, sie verlieren diese Farbintensität wie die meisten Reptilien, wenn sie wachsen, ne, dann tun die Farben natürlich ein bisschen verblassen oder bei die meisten Tiere, würde ich bald mal sagen, aber sind natürlich auch noch hübsch. Noch kurz dazu, Pantherschildkröten werden sehr groß, also das ist nichts fürs Kinderzimmer, zumindest nicht auf die Dauer, das muss man sich bewusst sein. Pantherschildkröte kann über 50, 60 Zentimeter groß werden. Haben wir auch mal eine schöne Folge drüber gemacht, über Pantherschildkröten. Könnt ihr euch gern mal anschauen. Aber wie gesagt, der Grund heute als Intro-Tierchen ist diese wunderhübsche Babyfärbung. Wenn ihr euch erinnert, ich habe mal eine Folge gemacht, meine Top 5 Wunschtiere. Und da waren die hier dabei, die Nashornleguane. Ich hatte früher schon mal welche, habe sie dummerweise verkauft, beziehungsweise, klar, ich lebe vom Verkaufen, deswegen musste ich die verkaufen. Jetzt habe ich endlich wieder einen, beziehungsweise ich habe sogar ein Pärchen Nashornleguane. Und ich denke, die werde ich jetzt nicht verkaufen, die bleiben bei mir. Und die sind auch das Thema unserer heutigen Folge, Nashornleguane, beziehungsweise ein Nashorn im Wohnzimmer. Wieso sie Nashornleguan heißen, sieht man ja gleich recht gut. Absolut posante, tolle, große Echse-Leguan. Es gibt verschiedene Cyclura-Arten, das hier ist Cyclura cornuta. Es gibt aber noch verschiedene oder einige verschiedene andere Arten, kommen alle aus der Karibik. Hier die Cornutas kommen aus oder von der Insel Hispaniola. Ne? Hispaniola ist Dominikanische Republik und Haiti. Und die kommen so aus der Grenzregion also sie kommen in der Dominikanischen und auf Haiti vor. Also wenn ihr mal Dominikanisch in Urlaub geht, die machen so Tagesausflüge, da kann man die dann in freier Natur sehen, wenn man etwas Glück hat. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt ja hier sehen, dass die Nashornleguane mit zu den größten Echsen gehören, die es auf unserer Welt gibt. Das Tier hier ist knappe 5 Jahre alt. Was hat er jetzt? Kopf-Rumpflänge, naja, noch keine 50 Zentimeter. Also ich würde mal so von Gewicht, von der Masse werden die oder können die nochmal rund das Doppelte bekommen wie der hier. Ne? So um die 5, 6 Kilo können die kriegen. Der hier hat, ja, geschätzt vielleicht jetzt 3 Kilo. Also wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, dann müsst ihr natürlich entsprechend den Platz haben. Haltungsrichtlinien in Deutschland sind 5 x 4 x 3 Kopf-Rumpflänge. Ne? Eben so ein großes Männchen kriegt ungefähr 50 cm Kopf-Rumpflänge. Ne? Kopf-Rumpf geht ja immer bis hier, ne? So von Schnauze bis hier. Also so circa 50 cm. Haltungsrichtlinien 5 x 4 x 3, das heißt 2,50 Meter mal 2 Meter. Und von der Höhe muss es gar nicht so hoch sein. Also 1,50 Meter, 2 Meter, beziehungsweise wenn ich so ein großes Terrarium mache, dann mache ich sie in der Regel Raumhöhe. Da drin kann man dann ein Pärchen halten. Vom Verhalten her sind sie, gerade wenn sie größer sind, eigentlich fast nur Bodenbewohner. Also sie klettern mal so ein bisschen auf den Stamm hoch oder auf ein Brett hoch oder sowas, auf einen schönen sonnigen Platz oder sowas.
Aber sie sind nicht wie der grüne Leguan, so ein Baumbewohner, die da irgendwo in den Baumkronen rumrennen. Man sieht es eigentlich auch am Körperbau. Da wäre dieser kräftige, doch eher ein plumpere Körperbau eigentlich ungeeignet. Ne? Deswegen ist es zumindest ab einer bestimmten Größe, ist es ein Bodenbewohner. Sonnen sich auf dem Boden, halten sich auf dem Boden auf, suchen da ihr Fressen und entsprechend müsst ihr das Terrarium dann so einrichten. Hier habe ich die Frau Gemahlin, die ist gleich ein bisschen scheuer noch wie das Männchen. Muss ich hier gleich ein wenig festhalten, wobei geht eigentlich. Aber die ist noch gleich ein wenig kritischer mir gegenüber. Habe auch gerade versucht, die zwei mit Banane zu locken. Das ist ein wenig so ein gutes Lockmittel. Mit Banane kriegt man die normalerweise immer aus der Reserve gelockt, aber selbst das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Wahrscheinlich ein bisschen kamerascheu. Genau, Banane haben wir es von der Ernährung. Die Nashornleguane sind eigentlich wie die grünen Leguane auch Herbivor, das heißt, sie ernähren sich fast ausschließlich pflanzlich. Adulte Tiere, wir füttern die nur pflanzlich, ja, allenfalls vielleicht mal ein bisschen irgendein Pellet, vielleicht so Schildkrötenpellet, also auch eher ein herbivorer Pellet dazu. Die Jungtiere, da kann man noch ein bisschen Insekten dazu füttern, wenn man Jungtiere hat. Durch das Eiweiß von der tierischen Ernährung wachsen sie ein bisschen schneller. Ja, würde ich so in der Übergangszeit machen oder in der Eingewöhnungszeit oder so, würde ich ein wenig Insekten geben und das Ganze dann aber weitgehend oder fast ganz oder nicht nur fast ganz, sondern wirklich ganz auf pflanzlich umstellen. Ich denke, die Tiere sind dadurch viel gesünder, werden wahrscheinlich viel, viel älter und ist natürlich auch vom Füttern her eine tolle Sache, ne? Wenn ich da irgendwelchen Salat, Löwenzahn, Kräuter von draußen, Spitzwegerich, bisschen Obst, ne? Mit dem Obst nicht übertreiben oder eben so Banane wirklich auch nicht übertreiben. Das Obst hat noch deutlich mehr Zucker, hat mehr Phosphor, deswegen da ein wenig sparsam damit umgehen. Einfach mal als Leckerli kann man das ab und zu mal dazugeben. Kommen wir zur Terrarienhaltung oder zur Haltung von den Nashornleguanen. Wie vorher schon gesagt, die kommen aus der Karibik. Viele von euch werden in der Karibik schon gewesen sein, im Urlaub oder so. Denkt mal dran, wie es da war. Am Tag ist es affig heiß, da knallt die Sonne runter, da hat es im Schatten 30 Grad, in der Sonne 40, 45 Grad. Nachts ist es auch relativ mild, hat es in der Regel immer deutlich über 20 Grad. Und genauso müsst ihr die halten. Ne? Also das sind Sonnenanbeter, die wollen wirklich sich richtig in der Sonne aufheizen. Deswegen tut er das Terrarium auch im Prinzip übers Licht heizen. Ne? Also irgendwelche Heatpanel oder sonstiges ist eigentlich eher fehl am Platz. Ich würde euch empfehlen, heizt das Terrarium komplett übers Licht. Da könnt ihr entweder diese Mischlichtlampen nehmen oder ihr nehmt HID-Lampen. Da ist der UV-Anteil schon drin. Eben, da habt ihr die Wärme, da habt ihr das Licht, da habt ihr das UV, habt ihr alles, was die brauchen. In der Sonne, wie gesagt, 40 bis an die 50 Grad. Und im Schatten, also wenn die Lufttemperatur im Terrarium sollte auf jeden Fall 30 Grad sein. Ne? Also wirklich richtig schön warmes, tropisches Klima. Nachts könnt ihr das alles ausmachen, kann die Temperatur runtergehen auf, ja, ich würde mal sagen, auf eine milde Zimmertemperatur. Ne? Wenn jetzt euer Raum runtergeht auf 15 Grad oder so, was ist zu kalt, dann müsstet ihr nachts auch doch irgendwie mit irgendwelchen Panels oder Heizkörpern noch ein wenig zusätzlich heizen. Also sollte nachts so, ja, wie gesagt, gute 20 Grad, 22, 23 Grad in der Nacht sein. Hell ist es dann natürlich automatisch, wenn ihr mit diesen Lampen heizt. Ne? Also die Lichtintensität ist natürlich auch ganz wichtig. Und wie gesagt, der UV-Anteil ist auch schon in den Lampen drin. Wenn ihr es so macht, könnt ihr sicher sein, dass die Tiere nicht rachitisch werden und dass sie eben gut fressen, gut gedeihen, dass ihr wirklich Spaß habt an dem Terrarium. Die Tiere sind in der Natur selten und natürlich auch in der Terroristik nach wie vor sehr selten. Deswegen umso wichtiger, wenn ihr stolzer Besitzer von Nashornleguanen seid, wenn ihr den Platz zur Verfügung habt, wenn ihr euch die Energie leisten könnt, dann ist es natürlich auch toll, wenn ihr die züchtet. Von der Zucht her glaube ich, also
hört sich manchmal ein wenig blöd an, aber sie sind nicht so wahnsinnig schwer zu züchten. Ich denke, wichtig ist eben diesen Platz zu haben, dieses Klima herzustellen, und dann lassen die sich eigentlich auch relativ erfolgreich vermehren. Sie sind eierlegend. Mit 3 bis 4 Jahren werden sie ungefähr geschlechtsreif. Ja, die Stimulation ist auch im Prinzip durch eine leichte Abkühlung im Winter erfolgt die Stimulation. Und dann ist es durchaus machbar, dass man Nashornleguane auch in Privathand züchtet. Also wie gesagt, falls ihr wirklich in diesen Genuss kommt, sowas Tolles zu besitzen, dann ist natürlich auch super, wenn ihr das züchtet. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem Terrarianer. Unserem Flo hier ist noch aufgefallen, beziehungsweise er fragt mich gerade, wie heißt er denn? Ja, er heißt Nashornleguan bis jetzt. Wenn ihr tolle Vorschläge habt und wenn ihr meint, na, die brauchen unbedingt einen Namen, die zwei, ich weiß nicht, Robert oder Gisela oder was es alles für tolle Namen gibt, dann dürft ihr es natürlich gerne posten. Ansonsten gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr auch so ein Nashorn-Fan seid wie ich. Und wenn ihr wissen wollt, ob der arme Kerl irgendwann wirklich mal Robert heißt, also ich verspreche euch, er wird nicht Robert heißen, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, dann wisst ihr darüber Bescheid. Also bleibt mir treu und checkt die Rhinos.